Hallo, heute gibt es wieder ein neues Tag-Video von mir, und zwar The Sims Book Tag. Diesen Tag gibt es schon seit über 2 Jahren. Das Originalvideo ist auch unten verlinkt. Und ich habe den Tag kennengelernt diese Woche über den Kanal Der Leseblick, was auch unten verlinkt sein wird. Die Sims sind ja ein Computerspiel, das es schon sehr lange gibt. Und auch in meiner Jugend. Mein Bruder hat es viel gespielt und von der Idee her finde ich dieses Spiel auch super cool. Ich habe 3-4 Mal versucht da reinzukommen, aber ehrlich gesagt langweile ich mich nach spätestens einer Viertelstunde mit diesem Spiel einfach sehr doll, was ich schade finde, weil ich finde es Ich würde mich freuen, wenn es mir gefallen würde. Aber genauso wie ich eher ein Bücherleser bin als ein Bücherschreiber, genau, mir Geschichten bei den Sims zu überlegen, ist mir zu langweilig. Und ich gucke aber mindestens einmal die Woche Videos auf YouTube, wo Leute Sims spielen. Deswegen finde ich, ich bin nicht ganz fehl am Platz bei diesem Tag. Aber jetzt genug über die Sims, sondern fange ich mit den Fragen an. Es sind insgesamt 10 Fragen und die erste Frage ist The Original Sims. Das beste Debüt von einem Autor, einer Autorin. Und da dachte ich wieder mal an Biskaya, weil es meines Wissens nach ein Debütroman ist. Aber dann ist mir eingefallen, dass ich von der Autorin auch schon mal etwas anderes gelesen hatte. Und zwar diese Kurzgeschichte Quasi. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Und ich weiß nicht, ab wann irgendwas irgendwie ein Debüt ist. Wenn Leute einfach schon immer schreiben, finde ich das voll schwierig, weil es gibt ja auch Poetry und Blog-Einträge von Schwarzrund. Und da steht nicht Debütroman, sondern da steht nur Debüt, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Genau, diese Kurzgeschichte fand ich auch sehr gut. Ich habe sie allerdings schon vor längerem gelesen und deswegen lese ich sie einfach nochmal und dann sage ich nochmal genauer Bescheid, wieso, warum und so. Ja, und ich freue mich, dass der Tag mich daran erinnert hat. Ein Buch, über das ich mehr sagen kann, weil ich es erst kürzlich beendet habe, ist Margins and Murmurations, und das ist auch ein Debütroman. Es ist eine Sci-Fi-Geschichte, ich habe dazu auch ein längeres Video gemacht, was ich auch verlinken werde natürlich. Und es spielt in einem dystopischen Staat in der Zukunft, der in Europa ist. Und es geht hauptsächlich um den Widerstand dagegen, also um die Leute, die im Widerstand sind. Einerseits die Leute, die im Staat sind und auch außerhalb. Und dieser Widerstand ist sehr geprägt von SexarbeiterInnen und insgesamt sind auch sehr viele queere Leute einfach in dem Widerstand. Ich finde, dieses Buch merkt man so ein bisschen an, dass es ein Debütroman ist, weil die Kunst, die Geschichte zu erschreiben, noch ausbaufähig ist. Also ich weiß nur im Englischen, ich kann das im Deutsch so schlecht sagen, im Englischen gibt es diesen Spruch showing, not telling, also etwas beschreiben und nicht einfach nur sagen, wie es ist. Und in diesem Roman lernt man die Welt sehr viel kennen, dass einfach irgendjemand was über die Welt sagt, so und so ist diese Welt, statt dass man da eingeführt wird und das schön beschrieben wird. Genau, was ja viel Debütromane, glaube ich, so Schwierigkeiten haben. Aber ansonsten hat mir dieses Buch richtig gut gefallen. Also die Charaktere sind cool, die Welt ist auch interessant und die ganze Geschichte ist einfach sehr kreativ und spannend, weswegen ich es einen gelungenen Debütroman finde. Und ich meine, es gibt auch schon ein zweites Buch von der Autorin und ich freue mich sehr, den zweiten Teil auch irgendwann, oder das zweite Buch auch irgendwann zu lesen. Die zweite Frage, The Grim Reaper, Saddest Character Death. Und da musste ich als erstes an The Hate You Give denken. Diese ganze Geschichte
also der ganze Ausgangspunkt dieser Geschichte ist, dass innerhalb der ersten 30 Seiten Star mit einem Freund von ihr, Khalil, unterwegs ist im Auto und dann Polizisten sie anhalten aufgrund von einer rassistischen Polizeikontrolle und dabei der Freund Khalil erschossen wird von den Polizisten. Und dieses ganze Buch geht dann darum, wie Star das überhaupt verarbeitet, wie die Gesellschaft darauf reagiert und wie dann, also wie die Leute um Star herum auf diesen Tod reagieren, auf diesen Mord reagieren und wie Star dann wiederum mit den Reaktionen umgehen kann. Und es ist ein sehr, also als ich angefangen habe, dieses Buch zu lesen, wusste ich ja, dass es darum gehen wird. Also dieses Buch ist klar von Black Lives Matter inspiriert und ich wusste, dass Khalil quasi am Anfang stirbt, aber trotzdem war es ein Schock und tragisch und aber man wusste nicht so ganz viel über Khalil, deswegen wollte ich das hier mit auf diese Frage mit einbeziehen, aber Khalil ist halt einfach nicht die Hauptperson, sondern Star ist die Hauptfigur und Khalil, als er stirbt, kennt man ihn noch gar nicht so richtig. Und klar, es ist tragisch, dass er auf diese Art und Weise umkommt, aber wenn ich Personen in Büchern nicht so kenne, bin ich anders tragisch davon mitgenommen, als wenn ich Personen kenne. Also wenn das später im Buch passiert wäre, wäre es eine andere Geschichte. Genau, aber es ist auf jeden Fall ein tragischer Tod. Ich habe aber nochmal überlegt, ob ein anderes Buch vielleicht auch noch dazu passend ist. Meistens sterben Leute in den Büchern, die ich lese, nicht unbedingt. Aber ein Buch, was mir noch eingefallen ist, ist Wer fürchtet den Tod? Das Buch ist von Nnedi Okorafor und gehört auch zum Genre Afrofuturism, wie viele Bücher von ihr. Und genau, die Geschichte ist relativ schnell zusammengefasst. Die Hauptperson ist ein schwarzes Mädchen, die sich auf die Suche nach ihrem Vater macht, weil ihr Vater ihre Mutter vergewaltigt hat und sie jetzt sich rächen möchte und ihren Vater umbringen möchte. Und auf diese Reise geht sie mit 4 Freunden und genau, das Ganze, was sie dabei erlebt, ist sehr spannend und auch viel Gewalt kommt drin vor und Leute sterben auch auf jeden Fall. Wer stirbt, verrate ich aber nicht. Spoiler und so. Die dritte Frage. Sims getting stuck. A character that just got in the way. Also eine Figur, ein Charakter, der einfach nur im Weg war und mich nervt schon häufiger mal Nebencharaktere oder so. Aber ein Buch, was mir auf jeden Fall dazu eingefallen ist, ist It's Kind of a Funny Story. Die Geschichte an sich ist eigentlich ganz interessant. Es geht hier auch wieder, glaube ich, um einen Highschool-Jungen, der sich selber in eine psychiatrische Klinik einweist, weil er selbstmordgefährdet ist. Und genau, dann geht es um die Erlebnisse, die er dort hat. Ich glaube, das Ganze spielt innerhalb von einer Woche auch nur. Aber dann gab es da diese nervige Nebenfigur, weswegen mir das ganze Buch nicht gefallen hat. Die Nebenfigur taucht tatsächlich auf dem Buchrücken auf, und zwar als a transsexual sex addict. Ja, nicht mal der Buchrücken schafft es, diese Figur richtig zu gendern, und zwar zu sagen, dass es ein Transmädchen ist. Diese Figur taucht an 2 kleinen Stellen auf und trotzdem muss sie hinten auf dem Buchrücken stehen, wegen Diversity. Und dann ist die Beschreibung von der Figur sehr stereotyp, wenn nicht eher transfeindlich. Und die Figur wird auch einfach richtig krass transfeindlich behandelt.
und dieses Verhalten von den anderen Leuten wird als okay oder gar positiv dargestellt. Und das hat mich so dieses Buch nicht leiden lassen können, dass diese Nebenfigur einfach zwischen mir und der eigentlich interessanten Geschichte war. Das Buch wäre tausendmal besser für mich gewesen, wenn einfach diese Nebenfigur nicht da drin gewesen wäre. Noch besser natürlich, wenn sie gut geschrieben geworden wäre, aber so erstmal war sie einfach furchtbar, dass sie hier drin war und hätte einfach rausgestrichen werden sollen. Die 4. Frage ist Simlish. A book with amazing writing. Und da musste ich sofort an Nevada denken. Auch eine Transgeschichte sozusagen, also eine gute Transgeschichte aber diesmal. Tatsächlich ist es auch geschrieben von einer Transfrau und die Hauptperson ist Maria und sie hat ihre Transition schon hinter sich, ist aber zurzeit unzufrieden mit ihrem Leben und will einiges ändern und ändert auch einiges. Mir hat der erste Teil des Buches ein bisschen besser gefallen als der zweite Teil, aber insgesamt mochte ich einfach, wie das geschrieben ist. Also es war jetzt nicht hervorragend poetisch oder super künstlerisch oder so, sondern ich mochte einfach den Ton, den die Worte erzeugen. Also Maria ist sehr sarkastisch und direkt in ihrem Denken zumindest auf jeden Fall. Und genau diese Atmosphäre in so einer Geschichte hat mir sehr gut gefallen. Zur 5. Frage, Expansion Packs. Eine Serie, die mit jedem Buch besser geworden ist. Serien finde ich sehr schwierig. Die meisten Serien, die ich lese, sind einfach so mittel. Also ich lese sie wie so Fernsehprogramm. Es läuft halt, es ist da, es ist einigermaßen interessant, es ist jetzt aber nicht der Lieblingsfilm oder die Lieblingssache, sondern einfach Unterhaltung. Das sind Serien meistens für mich, deswegen finde ich sie nicht super schlecht, aber auch nicht super gut. Deswegen musste ich erstmal überlegen, bis mir dann eingefallen ist. Binti ist ja auch eine Serie, also es sind 3 Büchlein im Original. Inzwischen gibt es die auch als ein Buch, aber am Anfang waren es 3 Büchlein, also eine Serie. Und genau, das erste Buch, Binti, habe ich sehr oft gesehen, das Cover, und habe es gelesen und fand es ganz gut. Habe aber nicht so ganz den Hype darum verstanden. Dann habe ich das zweite Buch gelesen und das hat mich sehr doll begeistert. Und dann habe ich das erste Buch nochmal gelesen. Jetzt verstehe ich den Hype. Und dann den zweiten und den dritten Teil. Und ich kann nicht sagen, ob wirklich jeder Teil besser geworden ist oder einfach die Zeit, die ich dieser Serie gegeben habe. Auf jeden Fall ist die Serie für mich immer besser geworden. Weswegen ich auch die letzten 2 Videos darüber geredet habe und gerade noch am Bearbeiten von einem anderen Video bin, wo ich nochmal auf einige meiner Gedanken rund um die Serie eingehen werde. Genau, mal gucken. Aber das ist eine Serie, die mir sehr gut gefallen hat und die auch besser geworden ist. Die 6. Frage, Sims Romance, Worst Case of Instalove. Dazu ist mir tatsächlich keine Antwort eingefallen. Ich kann nicht ausschließen, dass nicht Bücher dabei waren in letzter Zeit, die ich gelesen habe, wo Instalove ein Thema war, also quasi Liebe auf den ersten Blick. Aber ich habe nichts dagegen. Also ich mag das sogar manchmal ganz gerne. Manchmal lese ich auch genau, um diesen Trope zu finden, Fanfiction. Aber auch so in Büchern, wenn ich Bücher lese, stört mich das nicht so richtig. Und wenn es halt gut gemacht ist. Also wenn Instalove nicht dafür steht, dass sich die Beziehung auch überhaupt nicht verändert und man die Charaktere nicht kennenlernt, was ja auch mit Instalove einhergehen kann, aber das interessiert mich dann generell nicht. Aber wenn die Beziehung dann trotzdem ausgearbeitet wird und die Charaktere auch nicht austauschbar und beliebig sind, oder bleiben zumindest, dann habe ich nichts dagegen. Deswegen ist mir kein Buch dazu eingefallen. Die 7. Frage, Cheats. A book that was entirely unrealistic.
Und da habe ich erstmal so ein bisschen drüber nachgedacht. Und ich würde die Frage jetzt so interpretieren, dass Cheats ja auch was Gutes sind. Also zumindest bei den Sims, weil wer hat Bock, da die Sims-Leute einfach die ganze Zeit zur Arbeit zu schicken? Also manche schon, ich nicht. Sodass man halt einfach zum Beispiel einen Geldcheat hat und dann die spaßigen Dinge bei den Sims ausprobieren kann. Ähm, genau, also Cheat einfach zur Erleichterung irgendwo hinzukommen, zu dem eigentlichen Spaß an der Sache. Und da musste ich sofort an Dreadnought denken. Eine Serie inzwischen, also es gibt einen zweiten Teil, den ich noch nicht gelesen habe und ein dritter Teil soll auch bald erscheinen. Aber im ersten Teil, genau, der hat mir halt sehr gut gefallen. Es geht um ein Transmädchen, das eine Superheldin wird. Also am Anfang des Buches hat sie sich vor niemandem geoutet und weiß nur für sich selber, dass sie ein Transmädchen ist. Und dann bekommt sie Superkräfte und diese Superkräfte verändern sie äußerlich. Also früher haben halt Leute sie als jung gelesen und jetzt erkennen Leute sie als Mädchen und zwar als sehr schönes Mädchen. Also sie hat einen ziemlichen Modelkörper einfach. Und das ist halt der Cheat daran, dass sie keine medizinische körperliche Transition machen muss, sondern einfach diese Superkräfte bekommt. Und dadurch hat die Autorin dann Möglichkeiten, die Geschichte halt anders zu erzählen. Also Transfeindlichkeit taucht trotzdem halt drin vor und das ist ein Teil von der Geschichte, aber es geht halt auch darum, dass sie Superheldin ist und es gibt Bösewichte und sie muss Menschen retten und solche Sachen. Also Action ist auf jeden Fall auch in diesem Buch. Und dieser Cheat, den fand ich sehr interessant und eine gute Eigenschaft sozusagen, eine gute Idee von der Autorin, sodass sie sich halt um andere Sachen kümmern konnte. Mich hat dieses Buch sehr gut unterhalten und ich plane auf jeden Fall auch das zweite Buch zu kaufen. Frage Nummer 8. Needs Fulfillment. Characters who made all the wrong decisions. Mich nerven häufiger Charaktere in Büchern, dass sie so merkwürdige Entscheidungen treffen. Aber so richtig in neuer Zeit kann ich mich nicht daran erinnern. Ich weiß, dass mich früher Harry Potter oft gestört hat, besonders in den späteren Büchern, dass er einfach nicht über seine Probleme geredet hat mit seinen Freunden. Obwohl ich doch als Leser wusste, dass es gute Freunde sind. Genau. Oder dass er auch Dumbledore nichts gesagt hat. Genau, das hat mich beim Lesen früher sehr gestört. Ich habe mich aber inzwischen schon häufiger über diese Bücher mal unterhalten und ich verstehe auch, dass das viel realistischer ist, dass Leute nicht über ihre Probleme reden, besonders wenn sie solche Erfahrungen gemacht haben wie Harry in seiner Jugend. Genau. Aber so, dass das nächste Buch, was mir so als Antwort darauf einfällt. 9. Frage. Error Code 12. Eine Serie, die gut angefangen hat, aber immer schlechter geworden ist. Und da ist mir eine weitere Trilogie eingefallen, und zwar Rainbow Boys. Von diesem Buch hatte ich ein paar Mal sehr positive Sachen gehört, aber tatsächlich nur von dem ersten Buch. Dass es einen zweiten und einen dritten Teil gibt, wusste ich nicht. Aber auf dem Bücherflohmarkt lagen die alle nebeneinander, weswegen ich alle 3 gekauft habe. Und mir hat das erste Buch sehr gut gefallen. Und ich kann aber nicht sagen, dass das erste Buch so viel besser ist als die anderen beiden. Ich glaube, dass es eher damit zusammenhängt, dass ich halt, wenn ich Bücher lese, ja Charaktere interpretiere. Und dieses Interpretieren kann also alle Leute können die unterschiedlich interpretieren. Und dadurch, dass halt noch ein zweites Buch dazu gekommen ist, haben sich aber manche Sachen, die ich halt so positiv in die Charaktere hineingelesen habe, konnte ich dann nicht mehr halten. Und dadurch, dass noch ein drittes Buch dazu kam, ist noch mehr weggefallen. Also das ganze Potenzial, was ich in die Charaktere hineingelesen habe, haben dadurch, dass ich mehr Zeit mit ihnen verbracht habe, gesehen habe, wie sie sich in anderen Situationen verhalten,
haben sie dieses Potenzial verloren, weil halt der Autor dieses Potenzial quasi gar nicht so gedacht hatte. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass die Serie immer schlechter geworden ist, aber es war auf jeden Fall schlecht für mich, dass ich die Serie beendet habe und ich einfach nur das erste Buch gelesen habe und damit zufrieden war. Und die letzte Frage, The Sims Vortex, a book that completely engrossed you. Ich habe tatsächlich vor Beantworten dieser Fragen nachgeguckt, was engrossed bedeutet, weil ich mir nicht sicher war und ich bin es mir auch immer noch nicht. Also ich habe das Gefühl, dass es in zwei Richtungen interpretierbar ist. Einmal ein Buch, was ich komplett verschlungen habe und einmal ein Buch, was mich komplett in Beschlag genommen hat. Was jetzt für manche Leute vielleicht das gleiche ist, aber ich würde es unterschiedlich denken. Also ein Buch, was mich komplett in Beschlag genommen hat, ist ein Buch, was ich gelesen habe und worüber ich danach noch sehr viel nachgedacht habe. Was zum Beispiel die Reihe Binti ist. Darüber habe ich einfach viel nachgedacht noch und ein bisschen weiter geforscht und noch andere Leuten zugehört, was sie darüber gedacht haben und so. Was ich nicht oft mache mit Büchern. Und ein Buch, was ich verschlungen habe, ist halt einfach ein Buch, was ich sehr schnell gelesen habe, weil es während dem Lesen sehr spannend war. Und dafür sind mir zwei Bücher eingefallen. Einmal Aristoteles and Dante Discover the Secrets of the Universe. Mit diesem Buch hat quasi meine neuere Lesegeschichte angefangen. Also ich habe mir das vor 3 Jahren ungefähr bestellt, weil ich es auf YouTube einfach sehr viel gesehen hatte. Und dann habe ich es innerhalb von einem Tag durchgelesen. Und genau, deswegen fällt mir dieses Buch sehr ein, weil es ein wichtiges Buch für mich war. Einerseits, weil es so eine schöne Geschichte war, dass es mir Hoffnung gemacht hat, dass ich noch weitere coole Bücher finde. Und es ist auch einfach noch nicht so lange her. Es geht hier um Aristoteles und Dante, die 2 Jugendlichen sind und die viel gemeinsam haben, aber die Dinge unterschiedlich sehen. Also beide sind damit beschäftigt, ihre Identität zu finden. Also einfach eine sehr nette Coming-of-Age-Geschichte. Und ein anderes Buch, was ich vor nicht so langer Zeit gelesen habe, was ich auch nicht in einem Mal durchgelesen habe, weil das einfach nicht ging bei mir, war Born on a Tuesday. Dieses Buch hat mir auch sehr gut gefallen. Hier geht es um einen Jugendlichen, den wir am Anfang kennenlernen, als er zusammen mit anderen Straßenjungs unterwegs ist. Und später in dem Buch findet er dann Arbeit in einer Moschee und wohnt auch dort. Und es ist eine Coming-of-Age-Geschichte und genau, hat auch einen großen Schwerpunkt auf Religion. Und das Buch hat mich beim Lesen sehr fasziniert und gebannt. Erstens, weil achso, ich hatte vergessen, das Buch spielt in Nigeria, also es ist schon eine andere Gesellschaft, als ich gewohnt bin, was ich immer sehr interessant finde. Dann war da aber auch sehr viel Gewalt drin, also schon am Anfang des Buches ist es sehr gewalttätig, ein Junge stirbt und später zum Ende des Buches wird halt recht detailliert für mein Gefühl auf Folter eingegangen und das war einfach sehr krass beim Lesen, weswegen ich sehr viele Pausen machen musste, weil ich das nicht in einem Mal lesen konnte. Aber trotzdem fand ich die Geschichte richtig cool und freue mich, dass ich es geschafft habe, es durchzulesen. Und wie der Autor so mit Sprache umgegangen ist, fand ich zum Beispiel auch sehr schön einfach. Ein Buch, was ich, wenn Leute auf Gewalt, zum Beispiel Folter oder sowas in Büchern klarkommen,
dann kann ich dieses Buch empfehlen. Und die letzte Frage, die ich nicht beantworten werde und die eine typische Tag-Frage ist, wen tagst du? Ich tagge niemanden, weil ich niemanden kenne. Aber wenn ihr ein Video dazu gemacht habt, dann verlinkt es gerne in den Kommentaren. Oder wenn ihr auch die Fragen beantworten mögt, dann bin ich auch an euren Antworten interessiert. Ansonsten war es das für heute. Bis bald!